Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema mit 20.000 Euro in Junior Gold Aktien zum Millionär. Disclaimer. Mit 20.000 Euro in Junior Gold Aktien zum Millionär. Der GDXJ sollte in der nächsten Anstiegswelle es gab schon eine Anfang 2016 und dann 2020 auf mindestens 80 Dollar steigen. Aber er kann auch direkt auf das 175 Dollar hoch von 2011 durchziehen. In den ersten beiden Wellen haben wir 10 bis 20 Bäcker gesehen. In der dritten Welle könnte es beim Erreichen des 2011er Hochs jedoch sogar 50 Bäcker oder mehr geben. Die dritte Welle ist vergleichbar mit der von 2003 bis 2004 mit dem Unterschied, dass das Hoch von 2011 nur circa die Hälfte von 2004 war. Ein Investment von 20.000 Euro in Hochpotenzial Junior Goldaktien könnte dann sogar zu 1 Million Euro werden, wenn jetzt die Masse der guten Penny Stocks auf über $1 steigt und einige sogar weiter auf 2, 3, 5 oder sogar bis $10 steigen. Ja, man kann es gar nicht oft genug wiederholen. Die Goldaktien sind immer noch absolut am Boden. Und in dieser Phase werden sie quasi zum Leben entwickelt. Das heißt, von wenigen Pennies werden nicht wenige auf $1 steigen. Das ist die ganz große, durch diese Neubewertung, das ist die ganz große Chance, die es dann schon nicht mehr gibt. Das ist ja auch klar. Wenn jetzt, sage ich mal, die Aktie vielleicht von 5 oder 10 Cent es schafft auf $1, die wird nicht so schnell von $1 auf $10 steigen, sondern vielleicht auf 2, 3, who knows. Und dann ist der Hebel schon komplett raus. Also der Hebel, den gibt es jetzt, in dieser Phase werden diese Goldaktien alle lebendig, wenn jetzt Gold sich auf über 2.000 Dollar etabliert und dann Silber Richtung 30, 40, 50 Dollar steigt. Das ist das Interessante. Und wenn dieser Bullenmarkt dann noch weitergeht, wie bei diesen beiden, sage ich mal, abgebrochenen Goldaktien-Bullenmärkten von 2016 und 2020, dann können wir wirklich eine enorme Bewertung machen. Ich nehme mal einfach an, dass der jetzt vor uns liegende Goldaktienbullenmarkt doppelt so stark sein wird wie die letzten beiden abgebrochenen Goldaktienbullenmärkten. Und das sollte reichen, dass dieses Phänomen mit dieser Neubewertung dieser Goldaktien eintrifft. Auch in den anderen Bullenmärkten, die nicht so stark hatten wir 20, 30, 50 Bäcker, hatten wir ja schon. Und Gold ist kaum gestiegen im Grunde genommen. Und wenn es jetzt richtig zu einer wirklich starken Rallye kommen sollte, ist meiner Meinung nach das möglich. Das hat die Vergangenheit bewiesen. Natürlich ist es wie immer so, die Goldaktien sind deshalb so niedrig bewertet, wenn absolut keiner an einer höheren Bewertung von Gold und Silber im Grunde genommen nach wie vor glaubt, wie auch immer das die geschafft haben, aber das ist so. Wenn denn der Markt dann irgendwann doch mal sagen sollte, wenn jetzt zum Beispiel Gold auf 2,3, 2,5 geht, dann werden die sich überbieten und sagen, ja, Gold steigt auf 3, 5.000, 10.000. Das will ich nicht ausschließen. Ich sage nur, dass dann die Goldaktien maximal bewertet sind im Verhältnis zu Gold. Und man muss aufsteigen. Auf dieses Phänomen warten wir. Das haben wir wirklich spiegelverkehrt auch 2011 erlebt. Wie viele Prognosen auch von ganz hochrangigen Investmentleuten haben gesagt, Gold steigt jetzt schnell auf 3, 5.000, 10.000. Und wohin ist es gestiegen? Es ist um die Hälfte zurückgegangen. Das vermute ich diesmal nicht, dass es zurückgeht. Äh, aber was ich sagen will, Goldaktien haben dann den Höhepunkt erreicht, wenn wir die auf diese Stimmung treffen und man sollte sie verkaufen. Ähm, ja, also eine absolut interessante Situation und das ist eine ganz große Vermögenschance, die es in kaum anderen Sektor aus meiner Sicht in dieser Situation gibt. Im Gegenteil, fast alle anderen Sektoren dürften massiv verlieren, von Standardaktien, von vielleicht Kryptos geht weiter, von Immobilien. Business funktionieren nicht mehr. Und in dem Sinne haben wir einfach eine Deflation im Bereich, aber nicht Gold und Goldaktien. Das war zwischen 1929 und 1932 auch so. Da hat Gold an Kaufkraft gewonnen und gute Goldaktien sind auch gestiegen, wenn die anderen Aktien um 90%
eingebrochen sind. Also eine einmalige Situation, was wirklich in dieser Zeit ein sinnvolles Investment sein kann. Ja, Gold-Silber-Projektgenerator, Operationsgebiet Nevada. Marktkapitalisierung sehr gering, 4,6 Millionen, daher haben wir auch sehr hohes Risiko. Das Unternehmen kontrolliert 10 Explorationsgrundstücke, 6.500 Hektar beziehungsweise 25 Quadratmeilen in einem produktiven Goldtrend in Nevada. Ihr Filetstück ist sozusagen das Wind Mountain Gebiet, Tagebau, Haldenlaugung. Sie haben eine 43101 Compliant Ressource bereits vorliegen. Die PEU-Aktualisierung ist im Gange. Es ist allerdings Low-Grade, angezeigt, also Ressourcen 570.000 und dann nochmal abgeleitet 350.000, kommen also auf 900.000 Low-Grade und dann auch noch Silber 14,7 Millionen und 10,11 Millionen. Auch alles Low-Grade. Wenn man das jetzt in den Potentialfaktor tut, hier die Excel-Screenshot hier in der Mitte, dann sehen Sie, ja, das sind die 9 Millionen Unzen mit 0,9 eingetragen, Silber 25 Millionen, Low-Grade heißt diese 0,5, allerdings ist Rechtsgebiet mit Nevada als 1a. Marktkapitalisierung 4,6 Millionen, da kommen wir auf einen gigantischen Potenzialfaktor. Der rechnet sich ja, indem wir ja einfach die Marktkapitalisierung in Relation setzen mit den Anzahl der Unzen, der Goldunzen, der Silberunzen, der Grad des Goldes und des Rechtsgebietes. Das heißt, es ist eine theoretische Abschätzung, wenn jetzt wirklich Gold auf 2.500 $ steigen sollte, dann könnte man vielleicht annehmen, Goldaktien sind in der absoluten Mania, am absoluten Höhepunkt, und dann könnte die Aktie, wie hier vorgerechnet, in der Spitze auf 8,1 $ steigen. Wie gesagt, ist eine theoretische Berechnung, um die Goldaktien vergleichen zu können. In der Realität ist es dann so, diese Goldaktien sind hochrisikoreich, hochgefährlich. Es kann alles Mögliche passieren. Das Management kann Fehler machen. Es kann Übernahme geben. Dann ist, sage ich mal, auch der Hebel weg. Und eine Vielzahl von Unfällen. Nur, wenn es wirklich zu einem Goldbullenmarkt kommt, werden diese Schwierigkeiten selbstverständlich alle übergedeckt und das Geld und Kapital fließt in den Sektor. Aber es ist natürlich nichts Nachhaltiges. Wenn eine Mania erreicht ist, dann muss man da raus. Deswegen sagt man ja auch, es sind quasi Burning Matches. Also Streichhölzer, stellen Sie sich vor, Sie sind im dunklen Raum, zünden ein Streichholz. Jede Aufmerksamkeit gewinnt dieser brennende Streichholz in den dunklen Raum, aber sobald er aus ist, ist es eben auch aus. Also das ist ein kurzes Intermezzo, so müssen Sie sich es vorstellen. Vielleicht noch ein paar Anmerkungen. Die haben also, wie gesagt, 10 Projekte in Nevada. Hier sind einige hier mit Pfeilen gekennzeichnet. Da, wo der Stern ist, ist dieses Wind Mountain. Also hier in West-Nevada und ansonsten diese anderen Gebiete. Also es sind attraktive Gebiete und möglicherweise gibt es dann auch wesentlich mehr Ressourcen. Das Ganze, wie gesagt, es ist ein Projektgenerator und Projektgeneratoren tendieren immer so ein bisschen vielleicht die Projekte auch zu verkaufen. Es ist natürlich auch denkbar, dass sie ihr Assetstück auch verkaufen. Und dann sind natürlich die ganz großen Gewinne nicht möglich. Aber das kann man so nicht sagen. Ich meine, das ist eben diese Risikoklasse. Aber auch wenn sie es verkaufen, wenn sie übernommen werden, gut, dann hat man ein kleines Premium, hat man etwas gewonnen und zieht sozusagen weiter. Es ist also kein Beinbruch. Aber zumindestens, wenn wir jetzt in einer Gold- und Silbermania stehen und auch die Aktien, die ich vorher erwähnt habe, das sind die Risikoklasse, die vielleicht hier für 20, für 30, für 50-Fachung und mehr bieten können in einer wirklichen Mania. Und diese Aktie ist, glaube ich, von 2016 auch von irgendwie 1 oder 2 Cent auch auf 29 Cent gestiegen. Also sie beweist es mehr und mehr. Und so wie der Rückgang jetzt hier stattgefunden hat und die Bodenbildung, können wir davon ausgehen, wenn es von der Goldaktienrallye das alte Hoch erreicht wird. Das ist das Fantastische. Das gibt es in keiner anderen Assetklasse. Aber es ist eben nicht nachhaltiges, nichts Langes. Es wird einmal hochgehen und dann jede Dimension sprengen und dann muss man es eben auch abstoßen.
Ja, Goldaktienbullenmarkt der 1970er Jahre. Das hoffen wir, dass es was Ähnliches jetzt vor uns steht. Ich meine, da sind Aktien von 5 Cent auf 20 Dollar, 10 Cent, 36, 20 Cent, 40 Dollar gegangen. Das heißt, es war gar nicht so selten, dass man aus 1000 Dollar eine Viertelmillion machen konnte. War eine extreme Situation, aber eine extreme Situation haben wir auch, was die Goldaktien und der Bewertung gegenüber Gold betrifft. Wenn sich das löst, kann es meiner Meinung nach zu ähnlichen Phänomenen kommen. Also was macht man? Man kauft jetzt eben nach Penny Stocks mit großen Gold- und Silberressourcen. Einfach in der Hoffnung, dass diese Superlative dann irgendwann vom Big Money und von den Massen bewertet werden und die diese Kurse schön hochtreiben, sodass wir denen das dann verkaufen. Ja, 1000 Becker Report. Wir versuchen, solche Aktien eben zu identifizieren und eben, wie demonstriert, den Potenzialfaktor zu berechnen, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu diskutieren. Wir haben auch eine Exit-Strategie entwickelt, also was kann man kaufen, wenn dieser Boom vorbei ist. Also damit ist gemeint, wir wollen ja im Grunde genommen mit diesem Anstieg der Goldaktien den Bestand an Gold und Silber maximieren und gleichzeitig davon leben, ohne dass wir also jetzt in den nächsten Monaten Gold und Silber verkaufen müssen, um unseren Lebensunterhalt zu streiten. Die bieten sich meines Erachtens Goldaktien mehr an, weil Gold führt seine Funktion, hat das natürlich in einer systemischen Krise, wenn vielleicht das gesamte System nicht funktioniert und sie haben es dann physisch in der Hand. Und das sollte man vorher sicherlich nicht verkaufen. Ja, und ist natürlich dann auch, sage ich mal, wenn diese Goldaktienmania vielleicht im halben Jahr oder 6, 9 Monaten, who knows, gelaufen ist, sollte man nicht mal in Goldaktien investieren. Und wenn man genügend Gold und Silber hat, dann kann man teilweise beginnen, Top-Aktien, Top-Zukunftsaktien gekaufen, eher zu dem Zweck, dass man sich damit beschäftigt. Man ist auch bereit, dann vielleicht noch eine Bankenschließung hinzunehmen, aber trotzdem sollte man sich einfach mit der Zukunft dann wieder beschäftigen, weil dann ist da nämlich der Hebel enorm und Gold und Silber kriegen die Krisenmaximalpreise und sie haben dann ein Konzept, wo sie diese überbewerteten Assets dann eintauschen können. Weil das wird eine stressige Phase. Viele haben da keinen klaren Kopf, aber genau den muss man behalten und so wird auch das große Geld gemacht. Einlage von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwert ist einfach ein Tool, in große Mengen Gold und Silber zu kommen, wenn es vielleicht bei den Händlern nicht so klappt. Also die konnten immer für absolute Minipreise jede Zeit in physische Ware kommen. Das wird im zollfreien Lager in der Schweiz eingelagert. Ich spreche nicht dafür, dass ich da einer Einlagen für die Ewigkeit da sage. Es geht mir darum, dass sie ein extra Werkzeug haben, an Gold und Silber zu kommen, wenn es stressig wird und das vielleicht alles schwieriger wird. Die sind zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen. Und das könnte der entscheidende Vorteil sein. Deswegen erwähne ich die. Ja, Preisvergleich, bevor Sie überhaupt physische Ware kaufen, natürlich immer erst auf gold.de gehen. Es gibt ja tatsächlich im Internet Leute, die schlagen ja bis zu 66% bei Silber raus, hatte ich neulich gesehen. Und das ist absolut unlauter. Und das kann man einfach verhindern, wenn man jetzt hier auf diese Liste geht und das günstig kaufen kann. Also es gibt keinen Grund, überteuertes Gold und Silber am Markt zu kaufen. Ja, nützliche Informationen, Kontakt, also mit welchem Broker kann man in der EU bearbeiten, mit welchem Broker in der Schweiz, wo kann man Edelmetalle einlagern in der Schweiz, in Liechtenstein, Langfristcharts, Diskussionsforen wie CEOCA, weitere Informationen von guten Experten wie Uwe Bergold. Wenn Sie generell Fragen, Zustellungsprobleme, Anregungen haben oder was auch immer, kontaktieren Sie mich, schreiben Sie eine Mail, rufen Sie mich an. Sobald ich Zeit habe, würde ich mich dann bei Ihnen wieder melden. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, vielleicht meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Video zu gefallen hat, die Glocke betätigen, damit Sie über neue Videos sofort informiert werden. Vielleicht, wenn Ihnen das Video, wie gesagt, gefallen hat, auch ein Like setzen, weil das hilft dem Algorithmus. Dann werden die Videos nämlich auch anderen ja, Teilnehmergruppen, anderen Leuten vorgeschlagen. Das ist vom Algorithmus so eingestellt. Ja, ich bedanke mich nochmal für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.